Mit 10 Jahren arbeitete er in Sandminen für 1,50 € am Tag. Mit 26 schlief er obdachlos auf den Straßen von Paris. Heute ist Francis Ngannou Multimillionär und einer der gefährlichsten Männer der Welt. Diese Geschichte ist so unglaublich, dass Hollywood sie nicht erfinden konnte. Francis Ngannou wurde 1986 in Batié in Kamerun geboren, einem der ärmsten Orte der Welt. Seine Mutter war alleinerziehend, der Vater verließ die Familie, als Francis 6 war. Mit 10 Jahren begann er in Sandminen zu arbeiten, jeden Tag, stundenlang, für weniger als 2 €. Stellt euch vor, während andere Kinder zur Schule gehen, schuftete ein 10-Jähriger in gefährlichen Minen. Du musstest nachts zum Markt gehen, um Essen zu finden, erinnerte sich Ngannou. Er kämpfte mit Ratten um Essensreste aus Mülltonnen. Das war sein Leben, nicht für Wochen oder Monate, sondern für Jahre. Bis zum 17. Lebensjahr arbeitete er in diesen Minen. Dann wurde er Taxifahrer, aber Francis wusste, das kann nicht alles sein. Er träumte von Europa, von einem besseren Leben, von Boxen. Der Traum wurde zur Obsession. 2012, mit 26 Jahren, fasste er den verrücktesten Entschluss seines Lebens. 2012 begann Francis eine lebensgefährliche Odyssee, um Europa zu erreichen. Sein Traum: professioneller Boxer werden. Die Reise dauerte 14 Monate. Durch Wüsten, über Grenzen, immer in Lebensgefahr. Er wurde mehrfach verhaftet, deportiert, geschlagen. In Marokko wurde er in Gefängnisse gesteckt, die er als Hölle beschreibt. Aber Francis gab nie auf. Jede Deportation war nur ein Rückschlag, kein Ende. Er versuchte es wieder und wieder. Warum? Weil er wusste, zurück in die Sandminen konnte er nicht. Verglichen mit Marokko war ein Parkplatz wie ein 5-Sterne-Hotel, sagte er heute. Das zeigt, wie schlimm seine Reise war. 2013 erreichte er endlich Paris. Ohne Geld, ohne Sprache, ohne Plan. Aber mit einem unzerstörbaren Willen. Francis kam 2013 nach Frankreich auf der Suche nach einem anderen Leben, fand sich aber bald obdachlos wieder. Am ersten Tag auf der Straße tat er 3 Dinge. Er lernte, wo er essen konnte, wo er schlafen konnte, und dann suchte er eine Boxhalle. Das zeigt seinen Charakter. Obdachlos, aber der Traum steht an erster Stelle. Francis schlief in einem Parkplatz, während er nach einem Boxstudio suchte. Durch Zufall traf er Fernand Lopez, einen Coach der MMA Factory in Paris. Lopez sah etwas in diesem obdachlosen Mann aus Afrika. Er gab ihm Trainingsausrüstung und erlaubte ihm, in der Halle zu schlafen. Das war der Wendepunkt. Francis bekam einen Job als Security in einem Nachtclub am Wochenende. Das gab ihm Zeit, jeden Tag zu trainieren. Perfekt. Obdachlos, aber mit einem Plan. Trotz seiner Unerfahrenheit im Ring zeigte er erstaunliches Talent. Aber der Durchbruch kam, als Lopez ihn überredete, vom Boxen zu MMA zu wechseln. Innerhalb von 2 Monaten kämpfte er bereits in Frankreichs MMA-Szene. 2 Monate. Von obdachlos zu professionellem Kämpfer in 60 Tagen. Das ist verrückt. Seine Power war sofort erkennbar. Gegner gingen nach einem Schlag zu Boden. 2015 kam er in die UFC, nur 2 Jahre nach seiner Obdachlosigkeit in Paris. In der UFC explodierte er regelrecht. Knockout nach Knockout, Rekord nach Rekord. Seine Augen waren auf den Weltmeistergürtel gerichtet. 2021 war es soweit. Francis Ngannou schlug Stipe Miocic und wurde UFC Heavyweight Champion. Vom obdachlosen Flüchtling zum Champion der gefährlichsten Division der Welt. Aber Ngannou hörte nicht auf. Er verließ die UFC für noch größere Träume. Professionelles Boxen gegen die Besten der Welt. Gegen Tyson Fury, den ungeschlagenen Schwergewichtschampion, verlor er knapp nach Punkten. Aber schockierte die Welt. Ein MMA-Kämpfer, der den besten Boxer der Welt fast besiegt hätte? Die nächste Station: Anthony Joshua, einer der größten Namen im Boxen. Wieder Millionen auf dem Spiel, wieder die Chance auf Ruhm. Von 1,50 € am Tag zu Millionen-Dollar-Kämpfen. Francis Ngannou hat bewiesen, Träume haben keine Grenzen, wenn man bereit ist, alles zu geben. Ich hatte nie eine Chance in meinem Leben, sagte Ngannou. Aber er hat sich seine Chance erschaffen. Durch Willen, Durchhaltevermögen und Mut. Er sah seine Obdachlosigkeit nicht als Demütigung, sondern als Mittel zum Zweck. Diese Mentalität macht Sieger aus. Francis Beweis: egal wo du herkommst, egal wie arm du bist, mit dem richtigen Mindset kannst du alles erreichen. Von Sandminen zu UFC-Gold, von Obdachlosigkeit zu Millionenkämpfen. Das ist nicht nur eine Sportgeschichte, das ist eine Lebenslektion.